Moskau, 28. Juli 2009. Wjatscheslaw Iwankov verlässt das Thai-Restaurant Thai Slon im Norden der Stadt. Sein Auftragsmörder sitzt mit Dragunov-Scharfschützengewehr im 4. Stock eines leerstehenden Gebäudes gegenüber. Der erste Schuss trifft ihn in den Unterbauch, der zweite durchschlägt die Brust, der dritte in den Kopf. Iwankov, genannt Japonchik, galt als mächtige Autorität der russischen Unterwelt. Er hatte Sibirien überlebt, das FBI, den amerikanischen Knast und war trotzdem noch jemand, den selbst Moskau respektierte. Doch jetzt liegt er hier auf dem rauen Asphalt und die Liste derer, die diesen Mord überhaupt hätten in Auftrag geben können, war kurz. So kurz, dass alle Indizien auf einen Mann zeigen, der ein Motiv dafür hätte. Tariel Oniani, georgischer Dieb im Gesetz. Kopf einer Geldwäscherbande, das Europa über Jahre hinweg unterwanderte. Nun war er bereit, die Machtverhältnisse in der russischen Mafia neu zu ordnen. Tkibuli, Westgeorgien, 1952. Ein Arbeiterstädtchen, das von einem einzigen Rhythmus lebt. Untertage schuften, Übertage hoffen. Kohleminen sind das Einzige, was diesen Ort auf der Karte hält. In genau dieser Umgebung wird Tariel Oniani geboren. Sein Vater stirbt bei einem Grubenunglück, als er noch ein Kind ist. Als Jugendlicher gerät er früh auf die schiefe Bahn. Diebstahl, Schlägereien, Messerstechereien. Mit 17 überfällt er bewaffnet einen Händler und kommt dafür ins Gefängnis. Das sowjetische Straflager ist aber keine Resozialisierung. Zwischen den rauen Wänden lernt Tariel die Gesetze der Vorivi Zakone kennen, der Diebe im Gesetz. Eine Bruderschaft, die älter ist als der Staat. Ein Kodex, der klarer ist als jedes Gesetzbuch. Keine Zusammenarbeit mit Behörden, keine eigene Familie, keine Arbeit im klassischen Sinn. Absolute Loyalität zur Unterwelt. Wer diesen Kodex lebt, wird geprüft. Wer besteht, wird gekrönt. Oniani schweigt, als andere reden. Er schlägt zu, wenn andere zögern. In einer der letzten großen Massenkrönungen der Sowjetzeit werden 17 junge Erwachsene in den Rang der Diebe im Gesetz erhoben, darunter Tariel Oniani. Von diesem Tag an gilt: Er steht über der Straße und außerhalb jeder staatlicher Macht. Moskau, späte 1980er. Die Sowjetunion zerfällt in Zeitlupe. Tariel Oniani ist zu dieser Zeit einer der bekanntesten Diebe im Gesetz der Hauptstadt. Er kontrolliert Bargeldflüsse, vermittelt bei Clankonflikten, bringt Schwarzgeld sicher außer Landes. Und er wird reich, gefährlich reich, in einem System, in dem Reichtum eigentlich verdächtig ist. 1991 bricht die Sowjetunion zusammen. Die Polizei ist unterbesetzt, das Recht käuflich. Oniani steht zu weit oben. Doch dies generiert Aufmerksamkeit. Ein Attentatsversuch scheitert, aber das Signal ist eindeutig. Zu reich, zu mächtig. Oniani reagiert nicht mit Gewalt, sondern mit Strategie. Er weicht nach Paris aus. Dort lebt er unter neuem Namen. Zurückgezogen, aber bestens vernetzt. Sein engster Kontakt? Alimsan Toktakunov, genannt Taiwanetz. Ein kasachischer Strippenzieher mit Zugang zu Banken, zu russisch-jüdischen Unternehmernetzwerken und zu Waffenhändlern. Oniani wird Teil vom System. Er verhandelt mit Oligarchen über Zollreste, Lizenzen und Investitionen. Aber was er eigentlich sucht, ist etwas anderes. Ein sicherer Ort für sein Geld. Und diesen Ort findet er, ein paar Flugstunden entfernt. In Spanien, an der Costa del Sol. Spanien, Anfang der 2000er. Oniani baut ein Geldwäschesystem auf, das durch ganz Europa reicht. Illegale Bauarbeiter aus Georgien, eingeschleust über Schlepperrouten, bar entlohnt, ohne Papiere. Die Firmen offiziell, die Aufträge echt, das Kapital, Schwarzgeld aus Drogenhandel, Waffengeschäften, Schutzgeldsystem. Alles läuft über Immobilien. Eingetragene Firmen in Marbella, Elviria Estepona, Sun Invest 2000, Elviria Invest, Mekrisa sind die Firmen. Nach außen sind es Bauunternehmen. In Wahrheit sind es Waschmaschinen für das Geld der russischsprachigen Mafia. 2005 starten europäische Spezialeinheiten die verdeckte Operation Avispa.
400 Beamte schlagen zu mit koordinierten Razzien, Zugriffen in mehreren Städten gleichzeitig. Das Ergebnis: 800 eingefrorene Bankkonten, 41 durchsuchte Objekte, 28 Festnahmen, darunter Komplizen, Strohleute, Geschäftspartner, selbst Onianis Tochter. Die spanische Polizei nennt es später die größte Aktion gegen russische organisierte Kriminalität in Westeuropa. Aber der zentrale Name fehlt: Tariel Oniani. Er ist nicht mehr im Land, er ist längst untergetaucht, zurück in Moskau. Und dort beginnt der nächste Krieg. Moskau 2007. Tariel Oniani ist zurück mit neuem Namen, alten Feinden und mehr Einfluss als je zuvor. Er ändert seinen Namen zu Tariel Mulukov und lässt sich offiziell als russischer Staatsbürger registrieren. Diese Entscheidung bringt ihn in direkten Konflikt mit einem anderen Schwergewicht der russischen Unterwelt: Aslan Ussoyan, besser bekannt als Ded Hassan. Ussoyan gilt zu dieser Zeit als mächtigster und reichster Pate Russlands, Strippenzieher im Hintergrund mit Einfluss auf Politik, Polizei und Justiz. Die Spannungen zwischen beiden eskalieren, als Oniani beginnt, Teile von Hassans Netzwerk zu unterwandern. Ussoyan weiß, wie mächtig Oniani ist und dass Gewalt in diesem Falle keine Lösung bringt. Ein Vermittlungsversuch wird durchgeführt. Im Juli 2008 treffen sich Vertreter beider Seiten auf einer Yacht auf dem Fluss Moskwa. Doch Ded Hassan taucht nicht auf. Stattdessen greifen Spezialeinheiten der Spetsnaz zu und nehmen alle fest, darunter auch Oniani. Doch er kommt kurz darauf wieder frei. Das Treffen gilt offiziell als gesellschaftliches Event, nicht als Straftat. Die Szene munkelt, dass Ussoyan von dem Zugriff Bescheid wusste. Oniani wendete sich daraufhin an Vyacheslav Ivankov, genannt Japonchik, ein legendärer Dieb im Gesetz mit höchstem Ansehen in der Unterwelt. Doch Ivankov schlägt sich auf die Seite von Ded Hassan. Eine tödliche Entscheidung. Japonchik wird in Moskau vor einem Thai-Restaurant ein Jahr später niedergeschossen. Aslan Ussoyan erfährt 4 Jahre später dasselbe Schicksal. Auch er wird erschossen, nachdem er ein Restaurant in Moskau verlässt. Schaut euch unbedingt unser Video über Aslan Ussoyan ebenfalls an. Das Video ist hier oben in der Info verlinkt. Im Jahr 2010 klingelt für Oniani die Stunde der Wahrheit. Er wird verhaftet und zu 10 Jahren Haft verurteilt, weil er die Entführung des Moskauer Geschäftsmanns Johnny Manasseh angeordnet hatte. Die Forderung: $500.000 Lösegeld. Nach 3 Tagen zahlt die Familie $218.000. Manasseh wird freigelassen. Doch für die Ermittler reicht das. Telefonüberwachung, Geldflüsse, Aussagen aus dem Umfeld, alles führt zu Oniani. Diesmal entkommt er nicht. Er landet in einer Hochsicherheitszelle in der russischen Oblast Orenburg. Doch seine Geschichte endet dort nicht. 2019 wird er entlassen und noch am selben Tag erneut verhaftet. Spanien hatte ihn per internationalem Haftbefehl ausgeschrieben. Der Vorwurf: Geldwäsche, Bildung einer kriminellen Organisation. Die russischen Behörden prüfen zusätzlich, ob er sich seine Staatsbürgerschaft illegal erschlichen hat. Seitdem ist es still geworden um ihn. Tariel Oniani, einer der berüchtigtsten georgischen Vodivisakon, ist heute über 70. Wo er ist, was er plant, ob er überhaupt noch lebt, niemand weiß es genau. Nur eins ist sicher: sein Name steht für eine Macht, die die russische Unterwelt unwiderruflich geprägt hat. Mafia-Clans, Auftragskiller, Finanzbetrug. Bei uns bekommst du die dunkelsten Geschichten aus der Unterwelt. Jetzt abonnieren und nichts mehr verpassen. Sleeping Brain.